Wenn es zu einem Krieg kommen würde zwischen Russland und der NATO, dann glaube ich, dass die NATO momentan wenigstens nicht in der Lage wäre, hier diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen. Warum das so ist, warum ich das glaube und welche Relevanz das für dich hat, das wollen wir einmal in diesem Video hier näher betrachten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Nächste Woche, also am 12. und 13. Mai 2025, findet in Zürich wieder unser Plan B Schweizer Taschenmesser Seminar statt. Dort werden mein Kollege Daniel und ich dir die 7 Werkzeuge vorstellen, die du für einen effektiven Plan B brauchst, um dich zum Beispiel gegen einen solchen Krieg zwischen Russland und der NATO, andere geopolitische Risiken und generell Risiken wie zum Beispiel hier eine zunehmende Kontrolle und Überwachung und natürlich laufende Steuererhöhungen zu schützen. Da reden wir über Dinge wie zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen im Ausland, steuergünstige Länder, in denen du leben kannst, Kontoeröffnungen, Depoteröffnungen im Ausland, steuergünstige Firmenstrukturen etc. pp. Mit dabei sein wird wieder der General außer Diensten Erich Warth. Er ist ja ein bekannter Autor, macht auch viele auf YouTube, war 8 Jahre lang Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel, hat Putin selbst mehrmals getroffen, saß mit ihm in einem Raum, hat Verhandlungen mitbekommen und hat natürlich jede Menge auch noch Zugang zu Quellen, die wir hier nicht anzapfen können als Normalsterbliche. Er wird da sein, um dir hier seine Einschätzungen zur geopolitischen Lage zu geben. Solltest du noch Zeit haben, ein paar Tickets gibt es noch, dann melde dich jetzt an. Details dazu hier in der Beschreibung dieses Videos. Wir denken ja gerade hier an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 8. Mai 1945 hat Deutschland hier kapituliert. Also das war vor 80 Jahren. Damit hat der Zweite Weltkrieg wenigstens in Europa offiziell geendet. Ein wichtiges Ereignis natürlich, und da zieht man natürlich alle möglichen Parallelen, denkt natürlich auch an aktuelle Bedrohungen. Für viele ist ja so, sage ich jetzt mal hier, Russland der neue Böse, Putin der neue Böse hier, der neue Gröfatz sozusagen. Und da fragt man sich natürlich, wie wäre es heute? Wären heute, sage ich mal, die Alliierten der heutigen Zeit, also die NATO, in der Lage, hier den Bösewicht Putin auf dem Schlachtfeld zu schlagen, wenn es jetzt zu einer solchen militärischen Auseinandersetzung kommen würde? Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass dies momentan für die NATO nicht möglich wäre. Grundsätzlich, theoretisch natürlich schon. Also grundsätzlich hat natürlich hier die NATO gewaltige Kapazitäten, aber das würde einige Jahre dauern, meiner Meinung nach, bis die mobilisiert werden können. Also Stand heute denke ich nicht, dass die NATO hier in der Lage wäre, Russland zu besiegen. Schauen wir uns so zum Beispiel an, was hier in Afghanistan vor einigen Jahren passiert ist. Da hat es die NATO nicht geschafft in 15 Jahren. Davor waren die Amerikaner 5 Jahre alleine drin. Aber die NATO hat es nicht in 15 Jahren geschafft, hier diesen Krieg zu gewinnen gegen ein paar Ziegen, Hirten und Bauern. Also das mag schon so einiges natürlich heißen. 2021 musste man dann Hals über Kopf hier Afghanistan unter chaotischen Bedingungen verlassen. Ich kann nicht sehen, dass sich seitdem hier viel geändert hat. Ich glaube insbesondere, dass seit dem Fallen der Berliner Mauer letztlich hier die NATO in einem ziemlich desolaten Zustand ist und sich hier darauf beschränkt, letztlich schlicht und ergreifend zu bluffen. Also jeder denkt, die NATO wäre super stark, keiner will sich mit ihr anlegen. Tatsächlich ist die Realität, wenn es dann mal wirklich zum Kämpfen kommt, wenn man dann mal wirklich zum Schuss kommt, wie man dann so schön sagt, dann sieht es nicht so rosig aus und das sehen wir natürlich hier auch in der Ukraine gerade, ja. Hier wird ja jede Menge NATO-Unterstützung hier der Ukraine gegeben, aber dennoch sind die Ergebnisse natürlich nicht gerade berauschend. Ja, also letztlich Russland macht hier seit Monaten langsame, aber stetige Fortschritte auf dem Schlachtfeld. Wirklich sehr viel weiter kommt die Ukraine hier nicht. Zunächst mal muss man natürlich hier Ursachenforschung betreiben. Und dazu muss man natürlich erstmal eingestehen, dass im NATO-Raum, also in Europa, fast überall eigentlich seit dem Ende des Kalten Krieges unsere Streitkräfte hier komplett
reduziert, amputiert worden sind auf ein Minimum, das im Grunde dazu geführt hat, dass wir nicht mehr verteidigungsfähig sind. Also mir liegt ja eine Zahl zum Beispiel aus Großbritannien vor. Im Jahre 1986, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, hat Großbritannien 6% hier seines Bruttoinlandproduktes für das Militär ausgegeben. Momentan sind es weniger als 2%. Jetzt soll das Ganze auf 2,5% gesteigert werden. Das ist schon hier in den Augen vieler eine Riesenleistung. Aber das wird im Grunde damit bezahlt, dass man Behinderten und so weiter hier Sozialleistungen kürzt. Ja, also ich sage mal hier unter enormen sozialen Kosten. Ja, und das sind nur 2,5%. Stell dir das mal vor. Wie gesagt, 1986 waren es 6% und die Briten haben ja traditionell immer sehr viel mehr ausgegeben als jetzt die anderen Länder. Auch haben wir gar nicht mehr die industriellen Kapazitäten. Wir haben keine Wirtschaft, die auf einen Krieg vorbereitet wäre. Ja. Während Russland natürlich hier in den letzten 3 Jahren enorm seine ganze industrielle Produktion, den ganzen Output auf diesen Krieg ausgerichtet hat. Ja. Wenn man nur mal sieht, wie effizient hier Russland gemeinsam mit seinen Verbündeten Nordkorea, China und Iran Patronen produzieren kann. Ja. 155 Millimeter Patronen werden ja vielfach hier verwendet. Dann ist der Output im Vergleich zur NATO geradezu schockierend. Sehr viel günstiger, sehr viel konsistenter und in sehr viel größeren Mengen können hier diese Geschosse produziert werden. Das gilt hier grundsätzlich für Waffen und Geschosse im Allgemeinen. Wir sehen natürlich jetzt, dass hier gerade Deutschland enorm aufrüstet, aber wie viel von diesen gigantischen Summen an Geld, die hier ausgegeben werden oder auch in der EU, werden schlicht und ergreifend nur verschwendet werden. Ja? In Russland ist ja vieles dann bei dieser Waffen- und Munitionsproduktion nicht Hightech. Ja? Hier hat man eben Wege gefunden, wie man mit relativ einfachen Mitteln, Manpower und Entschlossenheit dann hier diesen Output liefert. In Deutschland, in Europa wird das alles mit großen Summen an Geld, Schulden und so weiter finanziert werden. Man muss dazu sagen, dass die meisten NATO-Länder gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so viele Schulden zu machen. Beispiel Großbritannien. Wie gesagt, da musste man Sozialleistungen kürzen, wie ich gerade eben gesagt habe. Dort kann man keine weiteren Schulden machen, weil das Land schon so hoch verschuldet ist. Das Gleiche gilt auch für Frankreich. Das Gleiche gilt auch für Italien und andere Länder. Ich frage mich, wie Frankreich hier tatsächlich einen Raketenschirm zur Verfügung stellen will für die anderen NATO-Länder, wenn sie komplett bis unter das Dach überschuldet sind und im Grunde genommen de facto die eigenen Schulden schon gar nicht mehr bedienen können. Wir sehen ja, was dort letztlich los war in Frankreich. Um überhaupt irgendeine Chance zu haben, hier einen Krieg gegen Russland zu gewinnen, müssten ja hier massenweise von amerikanischen Truppen nach Europa verlagert werden. Aber selbst die amerikanische Armee ist nur 473.000 Mann stark. Ein Drittel der Größe der russischen Armee. Da gibt es über 1 Million Mann in deren Streitkräfte. Ja. Selbst wenn man jetzt über 400.000 Soldaten ja aus Amerika mobilisieren sollte, wie würden die nach Europa kommen mit dem ganzen Equipment? Mit Flugzeugen? Das geht überhaupt nicht. Das würde Jahre dauern. Das wird mit Schiffen passieren. Das heißt, man würde diese mit Schiffen hier über den Atlantik transportieren, möglicherweise über den Pazifik. Und da wären sie dann natürlich hoch verwundbar gegen Attacken von Torpedos von U-Booten der Russen. Die NATO hat gar nicht mehr die Kapazitäten, einen solchen U-Boot-Angriff auf die Streitkräfte seitens Russland abzuwehren. Man hat hier gigantische Kapazitäten abgebaut. Ja. So, und apropos U-Boote, ja, also die russischen U-Boote würden dann natürlich auch die Flüssiggasterminals hier attackieren, die ja im Wasser sich befinden, die ja ins Wasser gebaut wurden. Und damit würde dann die gesamte Industrieproduktion Europas, die ja auf dieses Gas angewiesen ist, zusammenbrechen. Man akzeptiert ja kein Gas aus Russland mehr. Das heißt, man ist auf dieses Flüssiggas vielfach aus Amerika tatsächlich für die industrielle Produktion angewiesen. Also die Russen würden das angreifen, man wäre hier extrem verwundbar. Ja, das ist jetzt jenseits militärischer Ziele, wäre auch hier unsere eigene Infrastruktur extrem betroffen von einem solchen Krieg und wir hätten momentan gar nicht die Kapazitäten, sie zu schützen. Ganz ehrlich. Denken wir mal an Militärbasen, Flughafen und so weiter und so fort. Die können die Russen beschießen mit ihren Oreschnik-Raketen. Ich rede jetzt, wie gesagt, nicht von zivilen Zielen, rein von militärischen Zielen. Und da kann man nichts dagegen machen. Ja, in ganz Deutschland gibt es ausländische Militärbasen, vor allen Dingen der Amerikaner, die hier leicht zum Ziel werden können. Und die würden auf jeden Fall zum Ziel werden, denn wir haben ja schon oftmals hier auf diesem Kanal gesagt, dass Deutschland so wichtig ist, weil das eine logistische und organisatorische Drehscheibe ist für einen solchen Konflikt. Wir haben das ja im Irakkrieg gesehen. Gerd Schröder hat ja da groß gesagt, wir machen da nicht mit beim Irakkrieg.
Okay, die Deutschen haben nicht mitgemacht, aber die Amerikaner haben das ganze Ding von Deutschland aus gesteuert, von amerikanischen Militärbasen in Deutschland. Das heißt, das würden die Russen als erstes beschießen. Und da gibt es ja keine Gegenwehr gegen diese Oreschnik-Raketen. Oder die beschießen ein Flüssiggasterminal in Europa mit einer solchen Rakete. Was glaubst du, was die Konsequenz wäre? Es gibt solche Terminals zum Beispiel in Rotterdam und Barcelona. Was glaubst du, wenn eine solche Rakete in ein solches Terminal fliegt, was dann passiert? Also Experten meinen, das könnte fast so schlimm sein wie eine Atombombe. Ja? Und die wirtschaftlichen Konsequenzen erst für ganz Europa dramatisch. Ein weiteres Problem natürlich ist, dass die Soldaten der NATO überhaupt nicht trainiert sind auf diese neue Art der Kriegsführung, zum Beispiel hier was Drohnen anbelangt. Ja, die Russen haben das jetzt 3 Jahre lang gemacht. Die haben jetzt wirklich hier Erfahrung in moderner Kriegsführung, während den Soldaten der NATO-Länder diese Skills komplett fehlen. Ganz abgesehen davon, dass natürlich die Ausbildung in den verschiedenen NATO-Ländern auch entsprechend unterschiedlich ist. Ja, und das ist ja eben auch wiederum ein weiteres großes Problem in der NATO. Die NATO-Osterweiterung wird ja von vielen militärischen Experten auch als eine ziemliche Dummheit angesehen, auch schlicht und ergreifend aus militärischer Sicht. Ja. Also zum Beispiel Nordmazedonien. Ich meine, ein wunderbares Land hier, nichts gegen Nordmazedonien. Aber warum in aller Welt wurden die NATO-Mitglied? Was können die hier beisteuern zur NATO? Ja. Und macht es jetzt wirklich Sinn? Können wir das wirklich der deutschen Bevölkerung erklären, dass im Falle hier eines Angriffes auf Nordmazedonien, zum Beispiel durch die Russen, so tragisch das natürlich wäre, dass dann unsere jungen Männer dafür dann sterben sollen oder in den Krieg ziehen sollen. Ja? Auch bei den baltischen Staaten muss man natürlich hier auch schon zu einem ähnlichen Schluss kommen. Ja? War es überhaupt sinnvoll, diese baltischen Länder hier mit in die NATO aufzunehmen? Man weiß ja, in den baltischen Ländern gibt es eine große russische Minderheit. War es also tatsächlich sinnvoll, vor dem Hintergrund dieses Risikos hier die baltischen Länder aufzunehmen in die NATO? Ja? Diese ganzen unterschiedlichen Streitkräfte hier, die nicht aufeinander abgestimmt sind, die nicht gemeinsame Kampferfahrung haben, die verschieden ausgebildet sind, die verschiedenes Equipment haben, das alles würde dann einer tatsächlichen Kriegssituation mit Russland zum Beispiel hier zu verheerenden Problemen führen, meiner Meinung nach. Dann haben wir natürlich diese komplizierte Kommandostruktur in der NATO. Da haben wir erstmal das Hauptquartier, dann haben wir die Streitkräfte in den einzelnen Ländern. Das alles muss miteinander abgestimmt werden. Das ist nicht besonders effizient. Ja, wie soll das funktionieren im Krisen- und im Kriegsfall? Und dann, ich glaube, das Schlimmste vielleicht ist, dass man feststellen muss, dass hier es keinerlei kohärente Strategie bei der NATO gibt. Ja, also ich meine, Russland hat ja schon lange davon gesprochen, dass man hier sehr unglücklich ist mit dieser NATO-Ostexpansion. Ich sage es mal hier vorsichtig, dass damit eine rote Linie überquert werden würde. Und dennoch war man dann 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hat, komplett unvorbereitet. Ja, man hat gedacht, er blufft, der Putin, obwohl er davon jahrelang gesprochen hat. Ja, also das heißt, all diese Dinge, die ich jetzt hier genannt habe, die haben mich zur Überzeugung gebracht, dass im Grunde genommen die NATO nicht vorbereitet wäre hier auf einen Krieg mit Russland und zumindest jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt hier überrannt werden würde durch die Russen. Also ich glaube nicht, dass hier Putin ein Interesse daran hat, jetzt hier Polen, Deutschland, Frankreich oder andere NATO-Länder hier zu erobern. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hinsichtlich des Baltikums anders aussieht, leider, aber hinsichtlich der großen NATO-Länder, was soll er machen mit Frankreich, was soll er machen mit Deutschland, hochverschuldete Länder? Ja, also ich glaube nicht, dass das im Interesse jetzt von Putin tatsächlich wäre. Und deswegen muss man sich fragen, wie wahrscheinlich so ein Konflikt natürlich werden würde. Aber das Problem ist natürlich generell in einer jetzigen Situation hier, wo es diesen Krieg in der Ukraine gibt und dann hier Säbelrasseln durch die Beteiligten der NATO, wo immer wieder dann auch ehemalige Generäle hier dann zum Beispiel Zelensky anspornen. Er soll jetzt zum Beispiel hier die 9. Mai-Parade Russlands hier beschießen und diese ganzen Dinge. Die sind natürlich allen nicht besonders hilfreich und die erzeugen so eine große Situation der Unsicherheit und des Kontrollverlustes. Also wir wissen, dass da jederzeit irgendwas passieren kann, was das Ganze hier zur Eskalation bringen kann. Das heißt dann für dich konkret, dass man einen Spannungs- und Verteidigungsfall möglicherweise in Deutschland ausruft, dass du nicht mehr reisen kannst, dass du dich mit einem Lockdown konfrontiert siehst, ähnlich wie bei Corona-Zeiten, dass du mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen musst, möglicherweise Kapitalverkehrskontrollen und so weiter und so fort. Ja, das heißt also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt hier Putin hier deutsche Städte bombardieren würde, vielleicht gezielt amerikanische Militärbasen
oder sowas, ja, Flüssiggasterminal, vielleicht sowas schon, ja. Aber die Folgen eines solchen Angriffs, auch wenn es sehr gezielt ist, die könnten natürlich generell fatal sein. Und das ist der Grund, mein Lieber, warum ich denke, dass du unbedingt einen Plan B brauchst und dir überlegen musst, wie du dich auf solche Szenarien vorbereiten kannst, um dich und dein Vermögen in Sicherheit zu bringen. Das ist genau unser Thema. Da reden wir immer wieder hier auf diesem Kanal darüber und auch in unseren Seminaren. Also, wenn du zu einem unserer Seminare kommen kannst, dann würde ich mich freuen. Da reden wir genau über solche Themen. Da sind immer interessante Menschen dabei. Da kannst du Gleichgesinnte finden, die auf der gleichen Wellenlänge sind wie du, die die gleichen Bedenken haben, die die gleichen Sorgen haben, wo niemand sagt, dass du verrückt bist oder durchgeknallt. Oder ansonsten natürlich, wenn du schon konkrete Pläne hast, zum Beispiel auszuwandern oder einen Plan B im Ausland zu etablieren, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beschäftigen uns mit solchen Themen schon seit fast 20 Jahren, haben schon vielen Mandanten geholfen, ins Ausland umzuziehen und ihren Plan B zu etablieren. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.